Ja, moin Leute, willkommen auf Barcrafts, willkommen zum neuesten Video. Bevor das jetzt losgeht, kurzer Hinweis für euch. Tatsächlich gibt es was Neues. Ich habe vor kurzem das erste eigene Forum in Betrieb genommen, und zwar das Barcrafts Forum, wo man sich austauschen kann über Themen, über Videos, über den Zweiten Weltkrieg, über alles Mögliche. Also es ist quasi das, was ich mir schon immer erträumt habe, und da könnt ihr Mitglied werden, ihr könnt da mit reinrutschen, ihr könnt da euch austauschen mit anderen. Das macht ihr ja schon sehr, sehr viel in den Kommentaren, aber in dem Forum wird es alles ein bisschen einfacher. Und ich habe das auch so strukturiert, dass es sich selber tragen soll zu einem Selbstkostenpreis. Das heißt, es kostet tatsächlich Geld, wie alles auf der Welt, aber mit 1 € im Monat, und das für 12 Monate, also 12 € im Jahr, ist der Beitrag. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mit reinschlittert und ein Teil der Barcrafts-Familie im Forum werdet und euch da mit mir und anderen austauscht. Also geht mal rein, schaut euch das an, und dann hoffe ich, dass wir uns im Forum sehen. Bis dahin, macht's gut. Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, Mai 1943. Der Angriff ist abgeschlagen und wir merken, wie die Anspannung von uns abfällt. Das hat ganz gut geklappt, und ich denke, dass wir hier eine gute Abwehrfront aufgebaut haben. 5 Panzer hat der Gegner verloren, und das wird er sicherlich nicht noch einmal versuchen. Aber bei den Russen weiß man nie genau, wie sehr die einen festen Punkt einnehmen wollen. Dann ist denen auch der Preis an Menschenleben egal. Der Qualm verzieht sich und wir gehen runter zur Brücke. Die Vorposten wurden noch weiter vorne am anderen Ufer platziert, um nicht nochmal durch eingesicherte Russentrupps überrascht zu werden. Die Kratzschützen fungieren hier als Melder, und wir hoffen, dass es morgen schon mit der Verstärkung etwas werden wird. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass der Korridor, den wir durch die feindlichen Stellungen bis zur Brücke geschlagen haben, nun auch anfällig für feindliche Flankenangriffe ist. Das heißt, es ist nicht damit getan, nur Truppen zu uns zu schicken, sondern auch den Schlauch offen zu halten und nach den Seiten hin auszudehnen. Wenn diese Nabelschnur durchtrennt wird, müssen wir uns wieder kämpfend zurückziehen und uns wieder einen Weg durch gefährliche Russenstellungen bahnen. Na, mal abwarten. Wir bewegen uns bis zum abgeschossenen KW, der aus der Bodenverwerfung herausgekommen ist. Was für ein Brocken. Ich habe den hinter dem vorderen Kettenrad getroffen, und das Geschoss hat irgendwie die Bereitschaftsmunition gezündet und den Turm heruntergerissen. Das noch immer qualmende Wrack ist mit dem abgesprengten Turm ein gutes Hindernis, an welchem nun kein Panzer mehr vorbeikommen wird. Wir schauen uns das Vorfeld noch an und sehen hunderte tote Russen vor den Stellungen liegen. Die 2 Zentimeter und die Panzer III haben da schwer reingehalten und die armen Teufel in Stücke geschossen. Es wird Zeit, wieder zurückzugehen. An den Hütten treffen wir noch ein paar Kameraden der anderen Panzer, und wir unterhalten uns über die Russen. Weiterhin werden die Stellungen verbessert, und es werden Gruben für die Fahrzeuge angelegt, um beim Artilleriefeuer mehr Deckung zu haben. Den Tag über passiert nichts weiter, aber ich denke, dass wir sicherlich in der Nacht wieder etwas zu tun bekommen. Nach einem guten Abendessen werden die Wachen aufgeteilt. Ich bin bis Mitternacht dran und beobachte aus dem Turm heraus meinen Sektor. Pechschwarz die Nacht und nicht viel zu erkennen. Aber kurz vor dem Wachwechsel wird es munter. Spähtrupps der Russen versuchen ihr Glück, aber die Grenadiere und Pioniere sind auf Zack. Ein paar Leuchtspurgeschosse flitzen durch die Nacht und Leuchtkugeln steigen. Aber nach 20 Minuten ist wieder alles ruhig. Nach der Ablösung falle ich in einen unruhigen Schlaf. Ich träume viel von der Heimat und von Gudrun. Wie es mein Leben wohl gerade gehen mag und was es so Neues in meinem Ort gibt. Um 5 Uhr werde ich unsanft durch Artilleriefeuer geweckt. Meine Güte, der Russe hat etwas vor. Schwere Kaliber schlagen überall ein.
Nun wird die Brücke scheinbar auch beschossen. Wir bleiben unter dem Panzer und krallen uns in die Erde. Der ganze Bereich wird umgewühlt und der Russe will wohl hier nun eine Entscheidung. Der wird sicherlich gleich im Anschluss angreifen. Minute um Minute fliegen die Brocken in unsere Richtung. Einschläge kreuz und quer, Erdbrocken und Steine werden gegen den Panzer geschleudert. Splitter surren durch die Luft und treffen den Turm und die Ketten. Es hört einfach nicht auf. Wie viel Munition haben die denn eigentlich? Nach schier endlosen 90 Minuten geht der Beschuss langsam zurück und es wird Zeit, in den Kampfraum zu kommen. Wir kriechen aus dem Loch und klettern auf den Panzer. Um uns herum scheint alles zerstört. Nur in der Nähe der Brücke steht noch einiges. Die wollten wohl kein Risiko eingehen und die Brücke doch intakt haben. Der Rauch verzieht sich und schon kommen sie. Wieder T-34 und ein paar BT-7. Die kleinen Panzer sind sehr schnell und schwer zu treffen. Ich hänge an der Optik und warte auf mein erstes Ziel. Die Feindpanzer haben schon das Feuer auf unsere Stellung eröffnet und schießen die vorgelagerten Stellungen zu Klump. Unter Feuerschutz laufen unsere Leute zurück und versuchen, das andere Ufer zu erreichen. Die Panzer III haben den Feuerkampf schon aufgenommen. Wir hören von der Ursula, dass die Kanone einen Defekt hat. Also sind wir die letzte 7,5er, die da reinhalten kann. Wir suchen unsere Ziele und der erste BA wandert in meinen Zielstachel. Scheinbar hat er sich irgendwie festgefahren oder die Kette ist einseitig weg. Egal, Feuerfreigabe habe ich, richte kurz nach und die Granate fliegt auf den Feindpanzer zu. In der Vergrößerung sehe ich das Geschoss noch einschlagen und dann ist der leichte Panzer auch schon zerborsten. Zielwechsel. Ein T-34 wird durch ein Panzer III ausgeschaltet und die MG zusammen mit den 2 Zentimetern hält die feindlichen Soldaten nieder. Dann trifft es eine der Halbketten voll und das Geschütz wird vom Heck gerissen. Die Mannschaft wird ordentlich durcheinandergewirbelt, aber mehr können wir auch nicht erkennen. Die Russen rücken weiter vor und wir versuchen uns an einem zu weit vorgestoßenen T-34, der auf das Wrack vom KW-1 zuhält. Der will es sicher als Deckung nutzen. Ich visiere den Turm an, der ganze Panzer ruckt durch den Abschuss und das Geschoss fliegt vorbei. Zu weit rechts. Der Panzerturm ist nun in der Optik und er schiebt sich zu schnell hinter den Rest vom KW in eine Mulde. Nur wenig von seinem Turm ist noch zu sehen. Trotzdem versuche ich mein Glück. Klappt nicht. Das Geschoss geht nur Zentimeter über den Turm des Feindpanzers hinweg. Ich komme nicht dran, brülle ich über den Funk. Zielwechsel, noch ein BT links davon. Wieder ist die Kampfwagenkanone geladen und ich versuche, den schnellen Panzer in das Visier zu bekommen. Mit etwas Vorhalte lasse ich den Schuss brechen und erwische gerade noch das hintere Antriebsrad des BTs. Der wird durch die Wucht herumgerissen und kippt auf die Seite. Das haben die Kameraden im Panzer III wohl gesehen und jagen dem Verwundeten einen Schuss in den Unterleib. Noch eine weitere Granate wird in den ungepanzerten Rumpf geschossen und der Panzer wird in einer grellen Explosion in Stücke gerissen. Verdammt, höre ich durch die Funkanlage. Ich schwenke den Turm zurück und sehe einen Panzer III von uns brennen. Volltreffer. Das war wohl der T-34, den wir nicht bekommen haben. »Rudolf, der muss weg, sonst macht er die ganze Stellung zu Sau«, brüllt der Kommandant. Ich kann nur die Kanone sehen. Das wird als Ziel zu wenig. Ich rufe nach einer Sprenggranate und der Ladeschütze lädt die Kammer um. Ich nehme mir viel Zeit und versuche, die Blende unter der Kanone ins Visier zu nehmen. Wie ein Kropf hängt der Stahlblock da. Wenn ich den treffe oder auch nur durch die Explosion beschädigen kann, ist der T-34 erledigt. Die erste Granate geht zu weit rechts und zu hoch unter dem Kanonenrohr durch. Ich richte nach. Schweiß läuft mir in die Augen. Ich feuere und treffe. Was genau kann ich nicht sehen, denn die Sprengwolke ist enorm. Das feindliche Kanonenrohr zeigt nun in eine andere Richtung und ist wohl im Eimer. Scheinbar hat der T-34 genug. Er rollt aus der Senke heraus und lässt sich im Rückwärtsgang in die Bodenverwerfung rutschen. Weg ist er. Da kommt er auch nicht mehr hoch. Die Schlacht tobt weiter und wir versuchen, weiterhin Ziele für unsere Sprenggranaten zu finden. Wir schießen in die Angriffswellen der Russen hinein, die jetzt fast ohne Panzerunterstützung gegen uns anrennen. Die Stellung auf der anderen Uferseite ist aufgegeben oder niedergekämpft. Einige Russen laufen trotzdem zurück, aber der Rest setzt sich am anderen Ufer fest. Die können wir aus den Löchern nicht mehr herausschießen. Verdammter Mist. Mit etwas Verspätung kommt nun die Luftwaffe angerauscht. Ein paar Jäger fliegen im Tiefflug die Russen an.
Mit den Bordwaffen werden die Stellungen behagt und die Russen werden wieder aus den Löchern vertrieben. Eine Kette Stukas kommt unter Jagdschutz dazu, fliegen aber weiter Richtung Osten. Ich stehe auf dem Panzerturm und versuche, den Fliegern hinterherzuschauen. Nur schemenhaft sehe ich am Horizont, wie die Sturzkampfbomber ihre tödliche Last gegen für mich nicht erkennbare Ziele werfen. Sicherlich auch wieder eine Artilleriestellung oder ein Panzerbereitstellungsraum. Die Flieger brausen noch ein paar Mal über unsere Stellung hinweg und wackeln mit den Flügeln. Teufelskerle. Das macht sicher Laune, durch die Lüfte zu sausen und den Feind zu bekämpfen. Aber wenn so eine Mühle einen Treffer bekommt, dann geht's ganz fix nach unten. Es wird still in der Stellung. Und wir warten, was der Kommandant von der kleinen Lagebesprechung mitbringen wird. Mittlerweile ist es Mittag und wir haben uns ein paar Hasen erlegt. Riecht schon gut und das wird ein Festmahl, wenn uns der Iwan in Ruhe lässt. Der Oberfähnrich kommt pünktlich zum Essen zurück zum Panzer und wir sitzen im provisorischen Unterstand oder was davon übrig ist. Er sagt nichts, obwohl er genau weiß, dass wir sehr neugierig sind. Nachdem er unendlich langsam seine Portion zu sich genommen hat, blickt er allwissend in die Runde und erklärt, dass wir in ein paar Stunden abgelöst werden. Wir freuen uns, dass es bald wieder zurückgeht. Alles wird vorbereitet und wir verstauen unsere Sachen am und im Fahrzeug. Wir sollen mit 3 Panzern zurück und die Pioniere sollen auch noch mitkommen. Gegen 15 Uhr machen wir uns fertig und warten auf die Ablösung. Nur es kommt keiner. Als es schon langsam dunkel wird, hören wir Fahrzeuge aus dem Westen kommend auf uns zuhalten. Na fein, im Dunkeln werden wir nicht mehr abrücken. Die Kampfgruppe 2 wird in Empfang genommen und die Fahrzeuge werden in die neuen Stellungen eingewiesen. Neues Abrücken für uns, 6 Uhr am nächsten Tag. Auch gut, wenigstens haben die Kameraden frische Verpflegung mitgebracht und es wird doch noch ein netter Abend. Eine geschmuggelte Flasche Portwein macht die Runde und auch der Kommandant nimmt einen Schluck, warnt uns aber, dass wir es dabei belassen sollen. Trotzdem stehen wir noch mit auf Wache und um Mitternacht bin ich mit dran. Ich sitze im Turm und schaue mir den Sternenhimmel an. Was Gudrun jetzt wohl sehen mag. Eigentlich ja den gleichen Sternenhimmel, nur tausende Kilometer weiter im Westen. Es passiert nichts mehr und wir machen uns auf, früh den Panzer aus der Stellung herauszubekommen. Der Fahrer macht es wirklich gut und nach 20 Minuten steht Rosinante auf dem Feldweg. Die Kommandanten übergeben sich und wir marschieren Richtung Westen. Wenn alles gut klappt, dann sollten wir in 8 bis 10 Stunden wieder zurück sein. Der Panzer 3 fährt Spitze, dahinter die Ursula mit dem defekten Rohr, dann die SPWs und wir als Schlusslicht. Unsere gefallenen Kameraden haben wir alle mitgenommen. Ich lehne mich zurück und lasse mich durch das Geschaukel in den Schlaf wiegen. Hoffentlich klappt es zurück besser als auf dem Hinweg. Und der Iwan wirft sich da nicht nochmal mitten rein. Ein paar Tage Ruhe würden mir gut passen. Mir fallen die Augen zu, die vergangene Nachtwache lässt mich in einen tiefen Schlaf fallen.